Tja, damit dann hallo und guten Abend YouTube. Ich weiß gar nicht, in welche Kamera ich jetzt gucken soll. Und willkommen zu einem weiteren Pusheen Box Unboxing. Diesmal die Sommeredition 2016. Wie unschwer zu erkennen an Pusheen mit Sonnenbrille. Und ja, das ist jetzt meine zweite Pusheen Box, die ich bekommen habe. Link zur ersten gibt es da oben in der Videoecke. Da habe ich dann auch zum Beispiel nochmal meine allgemeine Meinung zur Pusheen Box mit zum Ausdruck gegeben, was so Versandkosten, Preis und Zollbestimmung und den ganzen Kram angeht. Und Zoll hat sich dieses Mal tatsächlich ein wenig verbessert, denn es ist tatsächlich aufgedruckt gewesen, wie viel die Pusheen Box kostet. Dementsprechend konnte der Zoll das direkt in Frankfurt bearbeiten und ich musste das nicht lokal abholen und es ist tatsächlich auch noch nicht weiter geöffnet worden. Mit Ausnahme dieser komischen Kerbe da drin. Ich hoffe, da ist nichts weiter kaputt gegangen. Und ansonsten haben wir auf der Pusheen Box natürlich auf der Unterseite wieder Katzenpfoten drauf. Hinten gibt es ein kleines Katzenschwänzchen. Und ansonsten an den Seiten nichts weiter dran. Ich würde sagen, ohne Umschweife, dann schauen wir einfach mal rein. So, als erstes, ziemlich cool, Füllmaterial. Davon kriegen wir gleich eine ganze Menge mit dazu geliefert. Habe ich mir schon immer gewünscht. Ist leider keine Pusheen drauf auf dem Füllmaterial. Und ich weiß nicht so recht, wo ich jetzt anfangen soll. Es ist ja Sommer und bekanntlich ist es warm im Sommer, man muss viel trinken. Und hier sind gleich zwei Sachen. Da gibt es einerseits einen Pusheen Trinkbecher mit, ich weiß gar nicht, wie das jetzt in dem Sonnenlicht hier zu sehen ist, mit verschiedenen, Meerjungfrau Pusheens drauf. Recht witzig. Der Plastikbecher ist relativ dickwandig. Also ich würde fast vermuten, dass es auch warme Getränke wie beispielsweise Tee oder Kaffee dann durchaus noch eine Weile mit warm halten kann. Es wird auf jeden Fall noch ausprobiert. Und dann darin eingebettet waren dann gleich Pusheen Sonnenbrillen. Sie sehen ein wenig klein aus. Wollen wir mal ausprobieren. Ja, könnte passen. Ja, also ich würde sagen, passend tun sie. Ob sie gut aussehen, das könnt ihr mir ja auch mal unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall sehe ich selber dank Sehstärke damit relativ wenig, also muss ich doch wieder zum klassischen Brillenmodell zurückwechseln. Wenn man dann mal hier so auf die Seite mit drauf guckt, dann sieht man natürlich Strand, Party, da ist richtig Sommerstimmung angesagt. Ist auf jeden Fall schon echt cool gemacht und ja, anscheinend auch mit UV-Filter, wie sich das für eine Sonnenbrille gehören sollte. Wie gesagt, wie viel es tatsächlich bringt, kann ich leider nicht so direkt ausprobieren, denn ohne Sehstärke bin ich doch etwas hilflos auf der Straße. Wir machen weiter mit dem hier. Das ist wieder so eine Vinylfigur. I'm a Mermaid, also man erkennt auf jeden Fall hier schon mal das Strand- und Sommerthema, definitiv. Und wir sehen dann hier beispielsweise auch ein Pusheen Box Exclusive. Und dieses Mal ist auch tatsächlich nichts dran, was abbrechen kann. Diese, Meerjungfrau Pusheen wird dann einfach so irgendwo hingestellt. Also da ist nichts weiter irgendwie was abbrechen kann oder ein Standfuß. Packung ist leer soweit. Und auch hier wieder, auch wenn es Plastik ist, es fühlt sich nicht grundsätzlich minderwertig an. Soweit kann man das, glaube ich, einordnen. Gut, ich würde sagen, das gesetze ich jetzt erstmal zur Backpusheen hier an der Seite. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Goodie. Haha. Wir hatten ja in der letzten Pusheen Box, der Frühjahrsbox, hatten wir diese Plätzchenform. Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, Plätzchen zu backen, weil irgendwie ist Sommer und da will man nicht so wirklich Kekse backen. Und jetzt etwas passender gibt es Eiswürfelform. Auch das wieder ein Pusheen Box Exclusive, passend zum Becher sozusagen. Das heißt, könnt ihr euch die kalte, koffeinhaltige, schwarze Limonade in den Becher füllen und dann mit entsprechend vorbereiteten Eiswürfeln, Pusheen Eiswürfeln, das ganze Getränk dann entsprechend runterkühlen.
Ja, das Ganze ist jetzt hier eine, ja, wie man sieht, recht flexible Form. Das heißt, das Rausdrücken von den Eiswürfeln sollte dann noch hoffentlich auch relativ einfach vonstatten gehen. Ich probiere das auf jeden Fall nachher mal aus, gleich auffüllen mit Wasser und dann im Kühlschrank oder im Gefrierfach verstauen. Und wir gehen über zum nächsten. Dann machen wir weiter mit dem hier oben. Das sieht vom Material, wenn man es erstmal so sieht, ja, klar. Sommer, Sonnenbrille, da ist Pusheen auch mal cool. Und vom Material her sieht es erstmal so aus wie die Kochschürze aus der letzten Box. Ist allerdings ein bisschen fester und es ist tatsächlich eine Tasche. Ich würde sagen, ein bisschen was geht rein, wenn man so alleine irgendwie Richtung Strand geht, kriegt man alles mit. Für Familien wird es dann vielleicht doch schon ein bisschen schwieriger, da bräuchte man schon eine ganze Pusheen-Kollektion wahrscheinlich, oder man nimmt einfach, wie so ziemlich jeder andere, einfach eine IKEA-Einkaufstasche. Und ja, aber hier kriegt man schon ein bisschen was rein und man kann definitiv sagen, dass man mit der Tasche dann am Strand auffällt. Auch hier wieder ein Pusheen Box Exclusive, also auch das nicht irgendwo weiter in einem Online-Shop weiter erhältlich, zumindest aktuell. Jetzt wird es nochmal passend für den entsprechenden Becher, den wir schon vorher ausgepackt haben, denn es ist soweit Strohhalm dabei. Allerdings ohne Knick, ohne Pusheen, es ist ein Strohhalm. Wir machen weiter mit dem hier. Ich weiß gar nicht, auf der Kamera seht ihr doch eigentlich gar nichts. Ne? Nehmen wir doch mal die Kiste kurz runter. Mit dem hier. Und ja, es lässt sich doch schon erahnen, worauf das hier hinausläuft. Ich kann ja schon mal so viel vorwegnehmen. Man braucht eine gute Lunge dafür. Und wir werden das jetzt definitiv hier einmal ausprobieren, ob ich eine gute Lunge habe oder nicht. Denn das hier ist natürlich ein Strandball in Pusheen-Form. Ist das geil. So, dann wollen wir mal gucken, wie dick Pusheen eigentlich wirklich ist, ne? Jo. Das ist ein schöner kleiner Ball. Fast schon gut zum Beachvolleyball spielen, mit Ausnahme der Ohren und Pfoten. Die sind dann da doch ein klein wenig hinderlich bei. Aber lustig ist er ja doch irgendwie schon. Ah, nee. Jo, den setzen wir mal kurz an die Seite. Mir fehlt hier so ein bisschen der Beach zum Beachvolleyball spielen, aber wir machen weiter mit dem nächsten. Das ist dann mal wieder ein Pusheen Box Exclusive und diesmal ist es ein Aufbügler, den man sich dann ja quasi auf die Jeansjacke oder Tasche oder worauf auch immer hin aufbügeln kann. Holen wir den gleich mal raus. Also manche Leute bügeln sich ja dann jährlich die Backenpatches auf ihre Kutte mit auf. Und da muss man nochmal sagen, so ein bisschen Auflockerung würde diesen Jacken doch gut tun. Und warum nicht das Ganze mit einem Pusheen-Aufbügler? Ich meine, komm, da ist eine Sonnenbrille mit drauf, ja, das ist cool. Nee, aber Spaß beiseite, der ist echt irgendwie ziemlich lustig. Und ich bin immer noch der Meinung, Pusheen mit Sonnenbrille sieht badass aus. Legen wir jetzt aber auch erstmal zur Seite zu dem anderen Kram. Und upsa, wir haben noch was.
Wir haben ein wunderschönes Paar Flipflops im Pusheen-Style. Auch wieder passend zur Sonnenbrille vom gesamten Design her. Also wir hatten ja schon bei der Sonnenbrille dann entsprechend verschiedene Party-Pusheens, Strand-Pusheens und das haben wir dann jetzt hier auf den Flipflops auch entsprechend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Flipflop-Träger. Ja, weder zu Hause noch irgendwie wie draußen bin ich ein Freund von den Flipflops, weil ich mag dieses komische Stück Plastik nicht. Das schneidet immer so zwischen die Zähne rein. Ist überhaupt nicht meins. Aber ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Ihr kennt ja schon die Sockeneinstellung von der letzten Pusheen-Box. Und ich glaube, die kann man doch mal für die Flipflops entsprechend wiederholen. Ansonsten würde ich aber sagen, legen wir die auch mal beiseite zu dem grandiosen Wasserball und der Tasche und einem anderen. Und nehmen uns das letzte aus der Box raus. Und das ist, ja, ein relativ schwerer Zylinder. Und was das ist, steht schon drauf. Es ist ein Handtuch. Ja, ein Strandhandtuch. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern ein komprimiertes Strandhandtuch. Ja, das freut den Informatiker, wenn etwas komprimiert ist. Das heißt auch, ich kann das jetzt nicht wirklich zeigen hier, weil ich es dafür einmal waschen muss, um es voll auszubreiten. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren aufzumachen. Irgendwo. Okay, da ist gerade echt nicht viel mit zeigen. Das ist super komprimiert, wirklich zusammengepresst. Also da ist keine Luft mehr irgendwo zwischen, kein Wasser drin, kein gar nichts. Es fühlt sich im ersten Moment weich an. Genaueres gibt es dann jetzt quasi im B-Roll-Footage. Da kann ich euch das sicherlich mal ein bisschen genauer zeigen. Ja, ich will jetzt hier auch gar nicht zu sehr an dem Ding rumziehen, nicht, dass man das am Ende noch kaputt macht. Das kommt morgen ganz einfach mit in die Waschmaschine rein. Und ja, dann sehen wir weiter. So, ich würde sagen, war doch eine ganz lustige Box. Auch wenn es jetzt vielleicht mit Flipflops und Sonnenbrille nicht hundertprozentig mich getroffen hat, finde ich, es ist trotzdem ganz lustig. Und wie gesagt, gerade so als Geschenkidee ist sowas immer recht witzig für einen Pusheen-Fan. Und ja, ansonsten, wie gesagt, im letzten Video meine grundsätzliche Meinung bezüglich Preis, Versand und Zoll, wenn man das Ganze sich außerhalb von den USA bestellt und es nicht geschenkt bekommt, wie ich, dann ja, könnt ihr da am letzten Video nochmal vorbeischauen. Link gibt es oben in der Ecke, unten in der Videobeschreibung irgendwo. Ansonsten, ich bin jetzt dran fertig. Macht's gut. Der Wasserball. Mein Highlight.